Ich habe meinen ersten Freund hier gefunden. Er kam eben einfach angelaufen und hat sich sofort an mein Bein geschmiegt und wollte gestreichelt werden. Er hat total weiches Fell. So, der nächste Morgen, unser Abreisetag von Koh Samui. Gleich geht's los nach Koh Tao. Wir haben jetzt das Apartment noch in Ordnung gebracht. Und wir sind erstaunt. Gefühlt haben wir irgendwie immer mehr, aber es geht auch irgendwie noch unter. Allerdings jetzt nur noch mit Zusatztasche, weil anders geht's nicht. Die Anzüge nehmen sehr viel Platz weg und dann noch so diese Kleinigkeiten. Bin mal gespannt, ich glaube am Ende werden wir uns wirklich noch einen extra Koffer kaufen, dass wir da für den Flug so ein bisschen was unterkriegen, um ein bisschen entspannter das Handgepäck zu haben. Mir wird dieser Gedanke immer sympathischer. Wir schauen einfach mal. Auf jeden Fall geht's jetzt gleich los. Ja. Nach einer etwas ruppigeren Fahrt hier zum Pier sind wir jetzt angekommen. Wir werden jetzt mal gucken, dass wir einchecken und dann geht's mit dem Katamaran weiter. Eingecheckt haben jetzt noch eine kleine Wartezeit, bis es mit dem Katamaran weitergeht. Hier ist es ein bisschen anders als bei der anderen Fähre. Es ist hier wesentlich besser durchgeplant und durchstrukturiert. Und was wir sehr interessant finden oder was wir uns jetzt mehr und mehr fragen, wir sehen immer wieder Leute, die hier mit solchen großen Trekking-Rucksäcken weg sind, die einem so hier über den Kopf reichen, also so 60, 70 Liter Dinger. Und wir haben ja im Endeffekt nur das Handgepäck, okay, und die Zusatztasche. Da sind wir aber selbst dran schuld. Bei diesem ganzen Trip haben wir mehr und mehr gemerkt, dass wir eigentlich gar nicht so viel brauchen. Also wir haben viel zu viel eingepackt, sodass wir wirklich nur mit einem 40-Liter-Rucksack hingekommen wären. Und jetzt fragen wir uns mehr und mehr, was haben die alles in diesen großen Rucksäcken drin? Weil was die alle schleppen, ist ja noch mehr. Wahnsinn. Also wenn man mal rüber guckt, da, schwupp. Was ist da alles drin? Keine Ahnung. Jetzt haben wir noch ungefähr eine Viertelstunde, dann geht es weiter mit dem Katamaran. Mal schauen, wie die Fahrt wird. Dann haben wir auch so gut wie alle Verkehrsmittel hier durch. Wir haben bis jetzt Tuk-Tuk, Taxi, Bus, Kleinbus, Fähre, dann Katamaran, Flugzeug. Habe ich noch was vergessen? Roller. Wir sind noch kein Fahrrad gefahren, aber ganz ehrlich, bei den Temperaturen hier will ich auch kein Fahrrad fahren. Da habe ich mich wirklich über den Roller gefreut, weil man damit auch besser zurande kommt. Koh Samui, war schön mit dir? Schauen wir mal, wie die nächste Insel sein wird. So viel zum Thema großes Gepäck. Ich freue mich. Wir haben ein bisschen Wellengang bei dem Katamaran. Ein bisschen. Ich finde es witzig. Ich würde jetzt so gerne rausgehen und das Ganze aufnehmen, aber wir dürfen nicht raus. So ein Mist. Es regnet auch. Es ist krasser Wellengang hier teilweise. Ich find's witzig. Da hebst du richtig ab. Es ist wie auf einer Achterbahn, wenn du dann zwischendurch diesen Moment hast, wenn sich dein Magen so hebt. Ich verstehe nicht, warum sie gar nicht so begeistert ist wie ich. Das ist jetzt nur mal eine kurze Phase. Hört gleich auf. Sie sieht nicht so überzeugt aus. Ich weiß nicht warum. Angekommen auf Koh Tao. Man sieht sofort, ja, hier sind verdammt viele Tauchschulen. Jetzt suchen wir unser Taxi und dann erstmal einchecken. Wir sind mehr oder weniger in der Innenstadt angekommen, wenn man das so nennen will. Wir sind, glaube ich,
keine 10 Minuten mit dem Roller gefahren und waren am Ende der Insel. Dann sind wir zurückgefahren und haben uns jetzt hier einfach einen der vielen Parkplätze gesucht. Das eben war wahrscheinlich eine Bar mit lauter Australiern, die Rugby geguckt haben. Ja, und wir schlendern jetzt mal hier so durch die kleinen Gässchen und gucken, was uns so erwartet. Willkommen im Paradies. Okay, wir haben jetzt gerade gesprochen. Warte mal ganz kurz, Musik. Wir werden unseren Flug stornieren. Wir bleiben hier. Also auch in der Unterkunft, die ist super. Man kommt hier mit dem Roller super zurecht. Man braucht gar nicht mehr. Eine Bar nach der anderen. Vor allen Dingen dadurch, dass es nicht so überrannt ist wie Koh Phangan oder Koh Samui, sind die Preise auch geiler. Wir können in unser Apartment auf Frühstück bestellen. Und jetzt nur mal das Frühstück als Beispiel. Da zahlen wir ein Drittel von dem, was wir in Koh Samui bezahlt haben. Und eine coole Beachbar nach der anderen. Ich habe meinen ersten Freund hier gefunden. Er kam eben einfach angelaufen und hat sich sofort an mein Bein geschmiegt und wollte gestreichelt werden. Er hat total weiches Fell. Wir sind hier in einer Bar angekommen, auf Empfehlung von Christian Leblanc, haben uns gerade schönes Essen bestellt und genießen das mit Blick auf das Meer. Wir haben jetzt sehr gut gegessen, gehen gerade die Mini-Promenade lang. Wir haben eben schon gesagt, wenn man hier ist, ist man irgendwie auf einem ganz anderen Level, weil hier alles so entschleunigt ist. Man ist total im Flow. Hier steht die Welt still. Es ist total smooth, alle sind total gut drauf. Also Stress kennen wir hier nicht. Die sind hier gefühlt alle total tiefenentspannt. Die machen abends ihre Bars auf, sind total freundlich, entspannt, ausgeglichen. Aber was will man auch mehr? Was will man hier mehr? Es ist wunderschön hier, wirklich. Ganz entspannte Stimmung, wobei weiter vorne wird es wahrscheinlich im Laufe des Abends noch ein bisschen wilder.